Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das Video zur Fusion der ersten Server, der ersten deutschen Server, ist natürlich jetzt noch nicht draußen, da um 16 Uhr das Ganze erst freigegeben wird. Ich bin bis dahin leider nicht zu Hause, komme erst spät abends wieder. Deswegen gibt es für den neuesten Fusionsserver dann das Video morgen. Da werden wir direkt dann mal reinschauen. Heute gibt es erstmal ein kleines Epic-Event-Video von EU9. Bevor EU10 rauskommt, werden wir hier noch ein bisschen spielen. Expeditions-Event noch mitnehmen. Ich hatte ja auf dem Server hier noch ein bisschen das Ganze mal ausprobiert so und muss sagen, ey, ich bin wirklich begeistert von dem Expeditions-Event. Die Alu kriegt man schnell durchgespielt. Es ist natürlich immer noch so eine Sache, okay, wie verhält sich das Ganze im Late-Game, wenn man wirklich das Maximum erreicht hat, 632 plus. Das kann man jetzt noch nicht so ganz abwägen, wie da so das Verhältnis Gold-XP so zueinander ist, ne? Aber jetzt so fürs Early-Mid-Game, muss ich sagen, ist schon sehr entspannt, gerade für Leute, die viele Server haben, so, ja, also jetzt nicht so wie ich habe nur nur in Anführungsstrichen 3 Server, aber die reichen mir vollkommen aus und ja, der vierte, da hat man die Alu in 2 Minuten durch und das ist super, super geil. Ansonsten was auch ja, momentan gerade bei mir so Phase ist nicht Holy Energy, das auch, ja, aber und zwar auf Instagram, da machen wir gerade so eine Fitness-Sport-Challenge. Ich hatte es ja Ende des letzten Monats angekündigt gehabt, dass ein paar YouTuber, Content-Creator-Kollegen und ich so halt eben ein bisschen, ja, die Leute motivieren wollen, ein bisschen, oder vorrangig ich halt, ne, und so ein bisschen dazu aufrufen, ein bisschen mehr Sport zu machen und so. Und da versuchen wir gerade einen Monat komplett jeden Tag durchzuziehen. Ne? Wir haben jetzt heute den 9.2. Ich bin jetzt heute auch das 9. Mal in Folge beim Sport. Klar ist Regeneration auch ganz, ganz wichtig, aber natürlich ist das so ein Anreiz für Leute erstmal so zu schaffen, überhaupt zum Sport zu gehen und erstmal zu gucken, okay, was kann man in einem Monat erreichen so. Und wenn man jetzt wie im Februar jetzt zum Beispiel nicht 29 Tage geht, ist es auch schon ein Riesenerfolg, wenn man nur 15 oder 20 Tage gegangen ist, als wenn man jetzt gar nicht gegangen wäre. So, und das ist so ein bisschen der Ansporn. Falls ihr da mich auf der Reise verfolgen wollt, dann guckt sehr gerne auf Instagram vorbei. Sehr viele coole Sachen da immer so real-life-technisch. Ansonsten, ja, Holy Energy ist da auch auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil, der mich dabei unterstützt. Gerade wenn man jetzt morgens ein bisschen schwerer hochkommt, dann unterstützen die Energy Drinks einen dabei. Ne? Falls ihr eine gesündere Alternative zum herkömmlichen Energy Drink sucht und schon Energies trinkt, so, ne, wenn ihr gar keine trinkt, dann müsst ihr das auch nicht machen, aber falls ihr welche trinkt und das ist meistens irgendwie immer Red Bull, Monster oder diese ganzen Zuckerbomben, ne, dann könnt ihr auf jeden Fall das zumindest mal ausprobieren, weil das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Step, um halt eben auch ein bisschen vielleicht auch abzunehmen, weil da habt ihr auch keinen Zucker drin, keine künstlichen Aromen. Kein Bullshit und sehr viele leckere Geschmäcker. Auch in diesem Jahr habt ihr mich bisher super, super supportet und nur zufriedene Kunden, sag ich mal, gehabt, die das Ganze hier probiert haben. Deswegen probieren geht über studieren. So, ne, da könnt ihr euch hier das Starterpaket holen für 24,99. Erhaltet sogar noch einen Gratis-Shaker dazu und mit meinem Code DORZA5 spart ihr euch sogar noch 5 Euro. Das heißt, ihr bekommt 14 Proben plus Shaker für 20 Euro. Ich denke mal, da kann man nichts sagen. Zumindest mal ausprobieren, einen ganzen Try geben. Bisher habe ich noch kein negatives Feedback dazu gehört. Und ja, checkt das gerne mal aus über den Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, vielen lieben Dank für jeglichen Support an der Stelle. Ja, wir können mal, bevor wir ins Epic-Event reingehen, können wir mal ganz kurz natürlich auch mal hier in das Expeditions-Event mal reinschnuppern. Denn das habe ich gar nicht so sehr viel gezeigt, muss ich sagen, aber es hat sich auch einfach gar nicht so sehr viel geändert, muss ich sagen, vom Gameplay zumindest her, ne? Von den Belohnungen, ja, okay, gut, die 40 haben wir voll. Locker voll. Von den Belohnungen her muss ich schon sagen, okay, das lohnt sich schon, also so die ganzen Ressourcen, die man bekommt, das ist schon nicht verkehrt. So, ne, gut, diese Quest mit dem Schwert hier, das ist jetzt per se nicht die beste. Ich nehme die aber einfach nur mal an, weil die
am meisten Alu mit einmal wegklickert und dann geht das Alu-Klicken halt deutlich schneller. Aber es ist ziemlich riskant, manche Quests nach wie vor anzunehmen, weil man unter anderem jetzt nicht immer auf die 40 dann kommen könnte, weil es gibt halt bessere und schlechtere Quests. Jetzt zum Beispiel hier habe ich verschissen, ja, da kriege ich dann schon mal direkt ein bisschen weniger XP. Also das ist immer noch so ein großer Risikofaktor, sag ich mal. Die Torte, ja, die kann man annehmen, wenn man gewillt ist, ist halt auch sehr risikobehaftet, weil man halt eben bei der Torte nur einen so einen Slot hat, der dann halt eben nächste Runde frei ist. Deswegen, ja, diese Kopfgelddinger, die würde ich immer annehmen, ne? Aber wie gesagt, das ist das Ding, wenn man die Torte hat, ne? Man hat hier immer nur einen Slot frei, ist schwierig, aber haben das auch easy geschafft hier. Hauptsache, ihr kommt auf die 40 Punkte, das ist immer so das Wichtigste, ne? Dass ihr da dann halt auch wirklich eure maximalen XP-Bonus dadurch dann ja, mit bekommt, also die 3 Sterne, ne? Und dann sieht man hier auch schon, hat man auch eben deutlich mehr XP als jetzt zum Beispiel in der Quest davor. So, jetzt haben wir nur noch einen, das ist auch wieder eine Scheiß-Quest, die Kröte will ich eigentlich auch nicht annehmen, ja. Dazu müssen wir den Prinzen annehmen, danach kommt dann die Kröte, aber wie gesagt, dieses Kopfgeld, das ist halt eine echt coole Sache auf jeden Fall, was man sich nicht entgehen lassen sollte und hilft einem auch dabei, auf die ja, 3 Sterne zu gelangen. So, jetzt müssen wir nur gucken. Wir nehmen mal einen Koffer mit. Okay, jetzt können wir das auch wieder mitnehmen. Oder wir nehmen das hier. Wir nehmen erstmal auf Safe, dass wir hier die Mission angenommen haben. Oh, boah, ja, wir nehmen den Koffer, aber das wird uns jetzt wahrscheinlich hier auch die Sterne gekostet haben jetzt. Ja, okay, ja. Dadurch haben uns jetzt halt 3 Punkte gefehlt, um auf die 40 Sterne zu kommen. Also muss man abwägen, so, ne? Ist der Koffer einen das wert, ne? Dafür die XP einzubüßen. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit der Alu. Also es geht super schnell, super easy. Ne? Ob es jetzt so effizient ist, muss man gucken. Ne? Aber ansonsten, ja, für Leute, die nicht viel Zeit haben, ist das, denke ich mal, eine bessere Alternative, als die Abenteuerlust in die Zeitmaschine zu stecken. Genau. Ich habe hier noch eine neue Waffe. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Die habe ich irgendwann mal gefunden. Da setzen wir erstmal einen Sockel rein und rüsten die mal aus, würde ich sagen. Ne? Dann haben wir hier auch noch einen etwas besseren Edelstein, den hauen wir da rein. Und die Waffe, die geben wir dann dem Bertram. Und die geben wir vielleicht den Marquardt. Ist die besser? Ja, ja, die ist besser. So, da haben wir auch noch einen besseren Edelstein hier. Ja, sehr schön. Dann haben wir ja hier schon, bevor wir überhaupt angefangen haben wir schon richtig hier Progress gemacht heute hier. Okay, dann würde ich sagen, dann testen wir uns erstmal so ein bisschen durch. Keine Ahnung, wie immer, ne? Natürlich gehe ich hier unvorbereitet in die ganzen Dungeon Fights rein, ihr kennt mich, dass wir da dann ja, uns nicht zu hart hier spoilern, ne? Aber ist natürlich einfacher, wo man denn, ja, wo fängt man am besten mit an? Das ist so die Sache, ne? Das weiß ich jetzt natürlich nicht, deswegen gehen wir hier halt, wie gesagt, auf blauen Dunst rein, aber ist natürlich auch ein bisschen Nachteil, weil man jetzt nicht ganz genau weiß, was schafft man jetzt hier wie und wo. Zum Beispiel in der Lichtwelt sieht es jetzt gar nicht so nach Licht aus, da sieht es eher nach Finsternis aus, würde ich mal sagen. Deswegen schauen wir mal in die Schattenwelt rein und gucken mal, ob wir hier ein bisschen weiterkommen. Ansonsten definitiv Wirbelwind ist so eine Sache, die ich mir vorgenommen habe. Wie sieht es eigentlich mit Verzauberungen aus? Ja, das bringt uns jetzt effektiv noch gar nichts. Ja. So, aber gucken wir erstmal, ob wir hier in der Schattenwelt ein bisschen weiterkommen, bevor wir ja überhaupt das Epic-Event nutzen und vielleicht uns ein bisschen neu equippen. Vielleicht wird es auch schon ein bisschen früher der Fall als geplant, weil ja, jetzt sind wir so langsam auf einer Stufe hier auf dem Server angekommen, wo es jetzt nicht mehr so schnell vorangeht, wo man jetzt nicht mehr so krank die Level pushen kann, wie ja, die Folgen davor, die wir hier auf EU9 gemacht haben. Ja, geht natürlich immer noch ein bisschen was hier und da, aber so langsam wird es dann ein bisschen schwieriger mit dem Pushen. So, warte mal, was ist das für ein Edelstein? Ja, den können wir noch gewinnen. Das ist jetzt kein grober Verlust. Okay, hier haben wir Brustpanzer noch. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Hier diese plus 27 überall. Ja, hier, der kann da reingesetzt werden. So, hier gewinnen wir auch noch den Stein. Zack. Aber auch eine leichte Verbesserung. Jetzt nichts Krasses, aber besser als gar nichts. So,
Dann gucken wir mal, ob wir hier auch noch die nächsten mitnehmen können, dass wir hier erstmal schon mal gleich Stufe 230 erreichen. Das wäre schon mal so das erste Etappenziel. Und dann ja, gucken wir mal einfach in den Shop, ne, würde ich sagen, was wir so bekommen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch voll der Reinfall, vielleicht sind wir auch gar nicht, haben wir auch gar nicht so viele Level gemacht, dass sich das überhaupt lohnt, in den Shop zu gehen, um dann nach neuem Equipment zu blättern. Wie gesagt, ist heute alles einfach so mal spontan, mal gucken, wie weit wir hier kommen überhaupt auf dem Server, weil so lange werde ich den jetzt hier auch nicht mehr spielen, denke ich mal. Okay, hier haben wir schon für unseren Main eine gute Verbesserung. Ja, so also ich denke mal, bis spätestens EU10 werde ich den Server hier zocken und danach werde ich den wahrscheinlich auch auf Glatteis legen, so, weil ich wollte hier eigentlich auch wegen dem Expeditionsevent ein bisschen den testen, ne? Und jetzt den Account jetzt nicht noch so hart weiter pushen auf jeden Fall. Hat aber Spaß gemacht, so lange hier auf dem Server, ne? Das hatte ja damals auch angefangen hier, als wir gekickt worden sind mit, von der Gilde von El Chefe und dann uns hier in der polnischen Gilde dann breit gemacht haben. Also es war auf jeden Fall ein lustiger Server, würde ich mal so sagen. Wie sieht es aus hier mit dem Helm plus 30? Ja, ist jetzt nicht der Rede wert hier. Komm, kriegt er hier den Helm rein. So, wir können uns theoretisch schon den nächsten Dungeon Key snacken. Wir gucken mal, ob wir an dem Hasen hier noch irgendwie vorbeikommen. Dann wären wir Stufe 230, das wäre schon mal ganz gut. Oder ob er hier uns ein Ei versteckt hat hier heute. Nee, Stufe 230, sehr schön. Nächste Item freigeschaltet, Stärke-Item. Ja, equippen wir mal ganz kurz hier. So, und dann schauen wir nochmal. Oder wir gucken erstmal nach dem Schlüssel. Da, First Try, haben wir auch schon den nächsten Key für die Schattenwelt. Mal gucken, ob wir hier noch vorankommen. Beim nächsten Dungeon wird halt immer schwieriger jetzt. Wir haben auch noch einiges an Gold auf der hohen Kante zu liegen. Ne? Das habe ich mir erstmal für ein paar Items eingeplant, aber halt auch eben ja, zum Skillen dann nachher, wenn wir uns neu equipped haben. Dann können wir da auch ein bisschen noch ins Stärke reinskillen. Ja, der Arena Manager blinkt. Ich habe ihn bisher immer noch nicht gespielt hier auf dem Server. Werde es jetzt auch nicht weiter tun, weil ich halt, wie gesagt, jetzt auch bald aufhören werde auf dem Account hier. Und deswegen für mich jetzt nicht großartig worth, den hier weiter zu daddeln irgendwie. Aber wir kommen mühselig voran. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen hier an der Stelle. Ne, wir kriegen ein paar Level zusammen. Aber es ist echt zäh, muss man jetzt schon sagen. Es ist wirklich nicht mehr so einfach, wie ich gedacht hätte. Noch ein Stärkehelm, oh, plus 69 jetzt schon. Das ist nicht verkehrt. Dann, ja, den equippen wir jetzt mal. Komm, gönnen wir ihn einfach mal so ein bisschen hier einen neuen Helm. Und gucken wir mal, vielleicht mal in den Wirbelwind rein, was wir hier so geschissen bekommen. Ja, im Märchenturm können wir definitiv auch ein bisschen noch was aufräumen. Allerdings gibt uns das leider keine XP und ich bin hauptsächlich jetzt gerade so ein bisschen auf XP scharf. Deswegen lassen wir da erstmal die Finger von. Hauptsächlich bringt uns das ja was fürs Questen so und ja, dass man da halt eben in der Alu ein bisschen mehr Gold bekommt. Ne? Und ja, man bekommt halt eben auch so ein bisschen Gold davon zum Skillen und halt eben auch Epics, ne, für die Begleiter, die wir mittlerweile aber schon ganz gut equipped haben. Deswegen für mich jetzt gerade nicht die Anlaufstelle Nummer 1 hier. Wir wollen heute, so gut es geht, noch ein paar Level machen, bevor wir hier dann ja, auf dem Server dann das Zeitliche segnen. Ne? So, der Weihnachtsmann fällt auf. Wir sind mittlerweile Stufe 231. Hier gehen tatsächlich noch ein paar Gegner. Das ist sehr schön. Der gibt uns ein Epic, wenn wir den besiegen. Sollte ja wohl drin sein hier, ne? Jetzt so weit, wie wir gekommen sind, sollte uns der jetzt eigentlich hier nicht so hart aufhalten. Oder es ist so ein erster Blocker, der hier sich breit macht. Ja, der hat aber schweren Herzens das Epic uns gegeben hier. Und dann auch noch so ein Ding, was keiner haben will hier großartig. Plus 55. Ja. Ja, komm, dann kriegst du hier das neue Item. So, dann freut die Kundigunde sich. Neue Schüchchen haben wir hier. Plus 34 für mich. Oder plus 81. Ja, da gucken wir mal gleich für uns mal in den Laden rein, dass wir da ein paar neue Gegenstände bekommen.
Und ja, was wir noch machen können, ist gleich nochmal zu den Pets nochmal gucken, weil da habe ich lange Zeit mir auch die Habitate aufgespart, weil die bringen natürlich auch XP und die berechnen sich halt eben auch nach dem Level, also die skalieren mit dem Level mit, so, ne? Das heißt, es gibt mehr XP, wenn man die halt später macht, ist halt aber sehr sinnbefreit, das zu tun, ne? Weil ja, man natürlich auf viele Statpunkte derweil dann verzichtet. So, hier kommen wir auch schon nicht mehr weiter. Ich habe die jetzt auch nicht großartig gefüttert. Ihr seht, wie viele Früchte ich hier noch zu liegen habe. Aber gibt ganz gute XP auf jeden Fall. Deswegen kann man die mal so nebenbei mitsnacken. Ne, dafür habe ich mir die jetzt aufbewahrt. Hätte ich die jetzt noch weiter gefüttert, immer, ihr seht ja, Früchte habe ich mehr als genug. Habe ich hier auch nicht jeden Tag gemacht. Dann wären wir hier auch noch ein bisschen weitergekommen, denke ich mal. Ne? Aber auch so, ja, kriegen wir hier hoffentlich noch den einen oder anderen mit, dass wir noch uns das Level-Up bescheren. Die, knapp. Ja, der könnte vielleicht. Aber wir gucken erstmal beim nächsten rein hier. Also die XP ist echt belohnend, sag ich mal. Wir haben jetzt hier, was haben wir, circa ein halbes Level gemacht jetzt mit den paar Gegnern. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Mensch, so viel kriegen wir hier gar nicht. Ich hätte gedacht, wir kriegen jetzt mehr hier irgendwie, aber es gestaltet sich auf jeden Fall ein bisschen schwieriger als gedacht. Verfüttern wir nochmal 3-mal. Ja, sehr schön. Ne? Hat wieder fast ein Level gebracht hier. So, und dann würde ich behaupten, gucken wir nochmal kurz in den Wirbelwind rein, dass wir uns das Level-Up noch snacken und dann gucken wir mal im Shop, dass wir ein paar neue Gegenstände bekommen. Ne? Mal gucken, was wir so kriegen, ob da vielleicht eine neue Waffe oder sowas drin ist. Ne? Oder ob sich das überhaupt lohnt, eine neue Waffe zu bekommen, weil wir haben ja jetzt eine einigermaßen neue eben gerade equipped. Deswegen gucken wir mal, was der Shop für uns bereithält. So. Der blockt hier rein, das finde ich nicht sehr fein. Gucken wir nochmal kurz in die Schattenwelt rein. So, nämlich der Triple Rhyme am Start heute hier. Joa, naja, ne, das sieht nicht so gut aus. Lichtwelt, ich glaube ne? Der ging doch vorhin fast. Ne? Also der gibt halt nicht so viel XP, aber wir brauchen jetzt halt, ja genau, brauchen nur noch eine Etage für den nächsten Gegner hier. So, und dann gucken wir mal, was wir so für Gegenstände erhaschen im Shop. Ne? Wird auf jeden Fall wieder eine etwas längere Folge werden heute hier. Plus 37 nehmen wir mal mit. Ja, nehmen jetzt alles mit, was wir kriegen können hier. Plus 15 ist jetzt nicht so gut, dafür, dass wir halt auch noch Rüstung einbüßen. Das wollen wir nicht unbedingt. Was sagen denn die Waffen, wenn wir uns das mal anschauen? Plus 10, plus 14. Ja, das bringt tatsächlich gar nicht so viel. Haben wir irgendein Item, was extrem outdated ist? Handschuhe könnten gut sein. Die Schuhe, dass wir die bekommen haben, ist schon nicht verkehrt. Ein Ring im Zauberladen wäre schon nice. Also eine Waffe würde ich natürlich immer nehmen mit besserer Spanne so. Boah, was ist das denn, Alter? Ja. Was? Oh. Ja. Da haben wir auch schon das gefunden, was wir brauchen. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir vielleicht noch einen großen Stärkestein so aufspannen. Oh, okay, das Glück ist uns hold auf dem Server hier. Ja, 247. Dann brauchen wir nämlich da den Stein nicht rausgewinnen, sondern können den nämlich... Ja, ist die Frage. Schmeißen wir das in die Toilette für einen Begleiter? Oh, wenn das die Kunigunde kriegt, ne? Ah, schade, Marquardt. Aber ist trotzdem ein heftiges Upgrade, hab nichts gesagt. Aber die Kunigunde hätte sich, glaube ich, noch mehr gefreut, da ist das schon ein bisschen länger her, dass die eine neue Waffe hat. Das hätte sich auf jeden Fall, denke ich mal, in den Dungeons bemerkbar gemacht, aber auch hier so, ne, der Marquardt jetzt mit einer neuen Waffe am Start. Ist auch nicht verkehrt, aber Kunigunde wäre schon cool, wenn die eine neue Waffe kriegen würde. Deswegen, falls wir jetzt noch eine bekommen, noch eine oben drauf, dann nehmen wir die einfach mal mit für die Kunigunde, um mal zu gucken. Den schmeiße ich mal hier rein. Genau, das habe ich mir schon fast gedacht, dass die Begleiter auch ein paar neue Helme gebrauchen können. So, gucken wir mal weiter. Und lassen uns überraschen. Noch eine neue Waffe. Okay, Spanne ist kacke, aber nehmen wir mit. Schmeißen wir rein. Und wieder für Marquardt. Ich glaube es ja nicht. Die ist ja noch mal besser. Was ist das denn? Warum ist sie denn nochmal besser? Aber die Spanne ist leider nicht ganz so geil. Aber der Durchschnittsschaden ist besser.
Ich muss die, glaube ich, nochmal wechseln. Alter, was war das denn jetzt? Das ist ja krass. Ah, aber stellt euch das vor für die Kunigunde. Oh Mann, das wäre so geil, wenn wir da noch eine Waffe kriegen. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die nochmal besser ist. Weil die haben wir doch gerade gezogen, ne? Oder, nee, das war noch die Bertram irgendwie hatte oder so, ne? Ich glaube, so war das, ja. Deswegen war die nochmal ein bisschen besser. Ja, die hatte zwar eine etwas geringere Spanne, aber der Durchschnittsschaden war schon auf jeden Fall cooler als das, was wir jetzt hatten. Und ich denke mal, da haben wir jetzt die bessere Wahl damit getroffen. Denn so, noch mal eine Waffe. Okay, jetzt aber hier in die Toilette und für die Kunigunde eine Waffe, sehr schön. Ja, kann man durchaus machen. Kann man mitnehmen, denke ich mal. Kriegt hier noch den großen Edelstein rein, so. Und hier tauschen wir noch die Schuhe aus. Steingewinnung, zack, Abfahrt. So, Handschuhe wären ganz cool, wenn wir die noch kriegen. Begleiter haben jetzt neue Waffen. Das ist erstmal schon mal ganz nice für die Dungeons in Zukunft. Handschuhe. Okay, das hat uns noch gefehlt. Das hat uns jetzt gerade noch gefehlt, ja. Okay, hier haben wir einen Kleinstein, nochmal einen kleinen Stärkestein. Würde ganz gerne einen großen präferieren. Was war hier drin? Stärke. Okay, vielleicht auch ein bisschen Ausdauer, auch nicht so verkehrt. 221. Huch, oh Gott, nee, das war falsch. Wir machen mal so und gehen mal ein bisschen noch auf Ausdauer. So, und den Rest festskillen wir dann in Dings rein. In Stärke. So. Okay, das hat effizient nichts gebracht. Sind die kleinen Steine hier noch besser als das, ja, was hier der Bertram gerade so trägt. Da sind die auf jeden Fall nochmal besser. So, ja, wenn wir jetzt noch einen Ring bekommen auf schnelle Welle für uns selbst, das wäre natürlich noch das Nonplusultra. Aber ob wir das hinkriegen, das ist natürlich... Okay, ja gut, ging echt schnell, hab nichts gesagt. So, wir gucken nochmal kurz in die Mine. Ja, ich glaube, der mittlere ist schon besser als der kleine hier, 216 und 231. Da haben wir auf jeden Fall jetzt Profit gemacht. So, der ist allerdings schlechter als den Bertram hat, deswegen, okay. Zerlegen wir den. Jetzt gehen wir alles in Stärke rein. Und dann haben wir erstmal schon mal wieder einen guten Fortschritt gemacht hier, würde ich sagen. Auf dem Server. Vielleicht besiegen wir jetzt noch den ein oder anderen Gegner. Ich glaube, Lichtwelt wird nach wie vor schwierig werden, weil wir da halt echt Glück brauchen. Apropos Glück, vielleicht skinnen wir mal ein bisschen Glück rein hier noch. Also da hängen wir halt gerade vor Magier so, ne? Und Magier gegen Berserker ist natürlich echt nicht so einfach, muss man sagen. Ja, jetzt gerade, wo der Berserker halt den Magier nicht mehr unendlich oft angreifen kann, wie es vorher der Fall gewesen ist. Deswegen, ja, es ist jetzt so wie jede andere Klasse auch, ne? Muss man sich halt gefallen lassen. Okay, schade, kriegen wir leider nicht mehr hier mit, den 1%, das hätte mich noch gefreut. Ansonsten, ja, ich glaube, ne, hier brauchen wir nichts probieren hier. Das ist hier auch ein Magier. Hier der Hut, auch noch zu schwer. Wenn man sich mal so durchprobiert, hier auch noch zu schwer. Gut, das bringt hier nicht so viel XP. Obwohl hier vielleicht ein Gegner liegen könnte. Ja, weil es ein Krieger ist. Aber der ist hier halt interessant. Das sind die Oh mein Gott, ich habe nichts gesagt. Was war das denn? Ich habe nichts gesagt. Alter, weil das sind die Hauptgegner, ne? Die bringen uns halt am meisten XP, ne? Gucken wir uns mal den Kampf an. Müssen wir ja nur gekrittet haben. Ich glaube, das war... Oh mein Gott. Ich glaube, das war worth, dass wir nochmal ein bisschen in Glück reingeskillt haben jetzt gerade. Und da haben wir als nächstes einen Krieger. Und das ist natürlich jetzt schon wieder eine andere Ausgangssituation. Ja, da knallt es nochmal zum Ende der Folge hier. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Sehr schöne Sache. So lobe ich mir das hier. Okay, nochmal Handschuhe. Ja, auch nochmal besser hier. Warte mal. Ah, hier, der ist schon besser, der Stein. Sehr schöne Angelegenheit hier nochmal. Ja, also wer bis zum Ende der Folge dran geblieben ist, auf jeden Fall hat sich gelohnt. Haben wir nochmal 2 Gegner hier im 13. Stock besiegt und nochmal ein paar Level gepusht hier. No, einen kleinen Mini-Push hier nochmal hingelegt, hier nochmal auf den Freien. Ja, das wird jetzt natürlich schwierig, jetzt nochmal den nächsten Magier-Gegner hier zu besiegen.
aber mit den neuen Waffen in der Schattenwelt vielleicht jetzt auch nochmal ein paar bessere Chancen, uns den nächsten Gegner hier zu bescheren. Ja, der sollte eigentlich noch drin sein hier, oder? Ja, der ist noch drin. Sehr schön. Und der Kundi, wenn der noch liegt, dann ist das Level-Up eventuell auch nochmal mit drin. Dann haben wir hier noch eins abgerissen heute. Dann sind wir auf jeden Fall, ja, haben wir auf jeden Fall schon gute Level gemacht hier. Sehr schön. 236. Schöne Sache. Haben wir nochmal ein Item sogar bekommen. Hier oben nochmal eine Waffe. Okay. Ist aber jetzt nicht mehr so doll worth. Und ja, den Endgegner kriegen wir den noch mit. Ist auch nochmal ein Kundschafter. Und dann würde ich sagen, sind wir hier für die heutige Folge, denke ich mal, erstmal soweit durch. Ja. Der ziert sich noch ein bisschen. Der will noch nicht so ganz. Der nächste Gegner hier ist, glaube ich, auch noch ein bisschen schwierig. Ja, ist machbar, aber muss man jetzt nicht unbedingt auf Biegen und Brechen reinpilzen. Geht auch irgendwann so später mal. Ja, Leute, 236, ein paar Level gemacht. Das ist der Zwischenstand auf EU9. Ne? Eins der letzten Videos, denke ich mal, die wir jetzt hier auf dem Server gemacht haben, bevor wir hier uns verabschieden. Und ja, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.